Vielen Dank, liebe Esther Stocker, dass wir diesen Talk machen können. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung ins Haus Konstruktiv gefolgt bist, hier für diese letzte Ausstellung Konzepte des All Over. Und speziell dein Werk eignet sich nun mal hervorragend für so raumfüllende Konzepte. Du hast so überhaupt keine Hemmungen, irgendwie so mit deinem Werk eigentlich überall hinzugehen, oder? Du machst es sogar noch in Kollaboration Mode, du überziehst Möbel. Was bewegt dich dazu, so ein allumfassendes Werk zu schaffen? Lange Zeit habe ich mich nur in der abstrakten Malerei bewegt, dann sind das Wandarbeiten geworden oder eben dann Rauminstallationen. Aber ich habe nachgedacht, dass es ja auch so manchmal so in dieser abstrakten Malerei vor allem auch so ein Tabu gibt zu Alltagsgegenständen. Und mich hat interessiert, weil ich eben sehr eher formal, philosophisch denke, was halten diese Ideen überhaupt aus im Dialog mit einer anderen Sache? Wie robust sind diese Ideen und wie anwendbar sind sie? Nur im Galerieraum oder im White Cute Raum ist mir das so zu leicht erschienen, dass weil dort natürlich alles bis zu einem gewissen Grad funktioniert, ob das in einem nicht so künstlerischen, kulturellen Umfeld auch noch, ich weiß nicht, Bestand hat. Ich glaube immer, wenn man so von Raster spricht, dass eigentlich eines der exemplarischsten und besten Raster, das im Alltag verankert ist eigentlich so ein kariertes Papier. Aber vielleicht war für dich gar nicht das Papier ausschlaggebend, sondern eher das Raster selbst, also das Geflecht aus Linien. Ja, das karierte Papier ist schon ein gutes Beispiel, weil es eben auch aus dem täglichen Gebrauch eine Präsenz hat. Aber jetzt denke ich auch, dass das Raster natürlich auch, es ist ein rationales System, das auch einem wissenschaftlichen Denken eigentlich zugrunde liegt. Und es gibt auch das Renaissance-Raster, die Perspektive. Ich glaube, das ist schon auch eine Grundlage, die auch für diese Art von Kunst gilt, weil sie sich ja auch zu einer Wissenschaftlichkeit bekennt, weil sie auch Fakten, weiß ich nicht, über Farben oder Formen untersucht, die jetzt nicht rein aus individuellen Gefühlen entstehen, sondern auch wissenschaftliche Grundlagen mit einbeziehen. Oder was auch spannend ist, ist eigentlich dieses Bild, dass der Künstler oder die Künstlerin sich gar nicht trennt von den Wissenschaften. Dass das auch das ein All-Over ist des Experiments oder der Gedanken, dass man sich nicht überlegt, ist das jetzt Wahrnehmungspsychologie, ist das eine Wissenschaft oder ist das die Kunst? Das ist eigentlich auch ein gesamtheitliches Denken. Wir stehen in diesem Raum und wir haben eigentlich sehr schnell das Gefühl so, wow, wir sind wie geschrumpft, weil der Raum ist so groß. Und natürlich wesentlich dazu beitragen tun auch deine Skulpturen. Du nennst hier Knitter-Skulpturen und eben diese Möbel. Ja, das All-Over ist ja auch so eben so ein offenes Konzept und auch, es ist wieder Luxus, diese Idee mal überall auszubreiten, eben über ein Möbel, über also eine Skulptur, die Wandmalerei. Aber es löst sich dann auch das Oben und Unten auf und vielleicht auch so ein bisschen diese Limitiertheit der Schwerkraft. Und man kann es nicht auf einen Blick erfassen. Ich glaube, die Fantasie und die Imagination spielt ja auch eine Rolle, obwohl man eben sprichwörtlich eine abstrakte Struktur oder eine formale Idee begehen kann. Das ist etwas, was eben real ist, aber was eher wie eine Imagination ist. Räume sind auch Zeichen unseres Ausdrucks, unseres kulturellen Ausdrucks, aber auch Orte, wo vielleicht etwas möglich ist, was nicht nur auf Notwendigkeit oder Lebensnotwendigkeit zu tun hat. Und vielleicht ist es auch wie eine Behauptung, die Wichtigkeit eines Raumes für Gedanken. Und der könnte eben, in meinem Fall schaut das so aus, aber dann hoffe ich, dass eben die Betrachterinnen sich dann auch überlegen, wie dann ihr Raum für Gedanken ausschaut. In einem der Gespräche hast du mir mal erzählt, dass du sehr fasziniert warst von Jan Bas Ader. Ich finde, das ist ganz ein interessanter Bezug, weil Jan Bas Ader ja ganz viel mit Fallen, also mit dem Verlieren von Gleichgewicht oder mit diesem Prozess des Fallens zu tun hatte. Also diese Arbeiten von Bastian Ader sind ja sehr berührend, auch existenziell berührend und man versteht sie sofort und gleichzeitig fragt man sich eben, es hat bei ihm eben auch eine formale Komponente, das ist ja interessant und dieses Raster, das ja für die Orthogonalität steht und auch für diese Ordnung, sagen wir mal, das ist auch so wie, aber wir selber, wir
unterliegen ja auch gewissen orthogonalen Gesetzen durch die Schwerkraft, zeichnen uns aber auch immer durch dieses Ausschreiten aus oder teilweise auch um das Fallen. Jetzt ist das Fallen natürlich auch eine Art Versagen oder Schwäche, aber kann auch quasi ein freiwilliges Spiel sein oder so. Also es ist auf alle Fälle ein Entkommen von dieser strengen Ordnung. Und ich glaube, das Fallen steht dann eigentlich für diese menschliche Form. Mhm. Weil wir ja nie selber, wir sind eigentlich nicht wie diese strengen Ordnungen, wir sind eher, glaube ich, wie diese Objekte. Also bei diesen Knitterobjekten sage ich auch, das sind meine Gedanken, weil das auch etwas ist, was die Leute oft nicht verstehen. Und die Gedanken, die wir haben, die sind ja auch nicht auf Anhieb immer verständlich, aber das ist irgendwie auch gut so, also dass man solchen Dingen nachgeht. Deswegen auch A Room for Thoughts, dass diese Gedanken ja überall herum sind, nicht so ganz klar entzifferbar, auch von der Oberfläche, aber dass sie eben auch frei sind. Room for Thoughts. Jeder hat Raum für alle möglichen Gedanken. Danke dir vielmals, liebe Esther. Danke, Sabine. Danke.